Was ist die richtige Saatstärke einer Zwischenfrucht? Das heißt, wenn du eine Empfehlung eines Herstellers, eines Züchters für die Zwischenfrucht hast, eine Saatstärkenempfehlung, ist die Frage oft, soll man eher dicker bauen, soll man eher dünner bauen oder soll man es wirklich an die Empfehlung halten? Die Empfehlungen sind aber auch oft Bandbreiten. Die Frage, was das Richtige ist im Sinne der Erfüllung der Ziele einer Zwischenfrucht, die Frage beantworten wir in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen bei diesem Video von Farm to Farm. Mein Name ist Gesa Gutscher, ich freue mich, dass du dabei bist. Was ist die richtige Saatstärke einer Zwischenfrucht? Wenn wir uns das beim Beispiel Ölrettich ansehen, dann gibt es da von den Züchtern Angaben, die gehen von 15 Kilo bis 25, 30 Kilo pro Hektar. Das Gleiche gilt aber auch bei Angaben zur Phacelia, wo es große Differenzen gibt. Beim Senf gibt es große Bandbreiten der Angaben. Und selbst wenn es eine genaue Angabe eines Züchters gibt, ist die Frage, ist es sinnvoll, diese Empfehlung zu folgen? Ist es sinnvoll, tendenziell eher dicker zu bauen oder ist es sinnvoll, eher etwas dünner anzubauen? Das heißt, was ist eigentlich das Richtige hier bei der Auswahl der Saatstärke? Und dann kommt natürlich auch hinzu, wie geht man bei Mischungen um? Das heißt, es ist entscheidend zu wissen, was passiert eigentlich, wenn ich die Saatstärke einer Zwischenfruchtart, aber das betrifft ja auch alle anderen Arten, was passiert eigentlich, wenn ich hier die Saatstärke variiere? Grundsätzlich ist das natürlich einmal zuerst schon in gewisser Abhängigkeit von der Seetechnik, denn je präziser die Seetechnik ist, desto weniger im Verhältnis kann ich natürlich anbauen. Und gerade bei der Zwischenfrucht Aussaat ist das klar ein Thema. Wenn ich mit der Drohne aussehe, dann muss ich natürlich tendenziell wesentlich höher mit der Saatstärke ansetzen, weil einfach weniger Saatgut dort ankommt, wo es ankommen soll, weil weniger Saatgut keimt. Wenn ich mit einem Bodenbearbeitungsgerät und einem pneumatischen Streuer aussehe, wo auch eine ideale Ablage von 100% der Samen passiert, aussehe, also wenn ich beispielsweise mit einem APV-Streuer auf einem Grub aussehe, auch da muss ich tendenziell im Verhältnis zu einer anderen Seetechnik, zum Beispiel eben zu einer Drillsaat, wo alles perfekt abläuft, Höhe anbauen. Auch bei den Direkt-C-Maschinen bauen viele Praktiker aufgrund der Technik auch, aber auch aus den anderen genannten Gründen, die jetzt gleich kommen werden, bauen viele Praktiker aber auch etwas dicker an, um eben eine Etablierung ausreichend vieler Zielpflanzen zu erreichen. Mit der Drillsaat nach Bodenbearbeitung, wo ein feinstes Saatbett ist, kann ich natürlich im Verhältnis der verschiedenen Aussaattechniken die niedrigste Saatmengen wählen. Das ist, glaube ich, ja ganz logisch. Wenn wir jetzt das Ganze aber pflanzenbaulich uns anschauen, das heißt, was ändert sich pflanzenbaulich, was ändert sich physiologisch mit der Entwicklung der Pflanze, mit der Biomasse ober der Erde, mit unter der Erde, dann wird es aus meiner Sicht besonders interessant. Fangen wir mit der oberirdischen Biomasse an. Das heißt, wie entwickelt sich die oberirdische Biomasse einer Zwischenfrucht abhängig von der Saatstärke? Und da gibt es tatsächlich Studien dazu. Eine ganz gut passende Studie aus den USA habe ich gefunden, wo man sich ein paar verschiedene Pflanzenarten, Zwischenfruchtarten angesehen hat und dann die Saatstärken 50%, 75%, 100%, 125% der empfohlenen Saatstärke von der Industrie, von dem Züchter genommen hat und verglichen hat, wie entwickelt sich die Biomasse in 2 Jahren, 2020 und 2021. Man muss dazu sagen, 2021 war dort, es ist ohnehin eine sehr, sehr trockene Region mit einer geringen Vegetationszeit auch, wo dieser Versuch durchgeführt wurde. 2021 war aber besonders trocken. Trotzdem zeigt sich beim Betrachten dieser Biomasse gerade im 2020er Jahr, aber auch im 21er Jahr, dass an sich die Biomasse selbst von der Erhöhung der Saatstärke nicht wirklich profitiert. Das heißt, es gibt keine signifikante Erhöhung der oberirdischen Biomasse, die ich mit 125% der Saatstärke fahre. Selbst mit 75% der Saatstärke ist die oberirdische Biomasse nicht großartig anders. Bei 50% schon im Jahr 2020 schon signifikant niedriger, dort wo der Niederschlag gepasst hat, in einem ganz, ganz trockenen Jahr, wie im Jahr 2021 bei dieser Studie, wo ganz einfach grundsätzlich wenig Biomasse war selbst zwischen 50% und 125% kein großer Unterschied in der oberirdischen Biomasse. Aber ich glaube, das ist ein Sonderfall. Man muss sich auf den Normalfall fokussieren, wo sich zeigt, okay, mit 50% der Saatstärke habe ich schon weniger Biomasse. Von 75 bis 125% Saatstärke habe ich aber eigentlich nicht signifikant unterschiedliche überirdische Biomasse. Jetzt ist aber aus Sicht vieler Ziele, die wir mit der Zwischenfrucht erreichen wollen, die oberirdische Biomasse per se, die Masse selbst, gar nicht so wichtig. Natürlich hat sie eine bedeutende Rolle, aber es gibt ganz viele andere Rollen und Funktionen, die wir mit der Zwischenfrucht erreichen wollen, die mit dieser
Biomasse, mit den Kilogramm pro Hektar Trockenmasse nicht zusammenhängen. Zum Beispiel eben rasche Bodenbedeckung, damit wir eine Unkrautunterdrückung haben, damit wir rasch den Boden abdecken, vor Sonneneinstrahlung schützen, die Bodentemperatur regulieren, damit die Biologie in der obersten Schicht des Bodens nicht verbrannt wird, wollen wir natürlich eine rasche Etablierung haben. Das heißt, schnell eine Bedeckung und damit viele Pflanzen pro Quadratmeter, die das schnell machen können, wenn die Pflanzen klein sind. Und hier zeigt sich schon ein signifikanter Unterschied in beiden Jahren in den Versuchen zwischen den Saatstärken 50% und 125%, wo sich ganz klar diese Establishment, wie es in diesem englischen Paper heißt, die Etablierung, also die Pflanzen pro Quadratmeter natürlich erhöhen, wenn ich auch die Saatstärke erhöhe. Das heißt, eine höhere Saatstärke führt dazu, dass ich schneller Bodenbettbeton habe, mehr Pflanzen pro Quadratmeter habe, logischerweise, und damit aber auch eben schneller den Boden zumachen kann, besser Unkraut unterdrücken kann und besser den Boden beschatten kann. Hinweis, bei unseren eigenen Mischungen, die wir anbieten, wir bieten ja Zwischenfruchtmischungen an, die hochdivers sind, die Ziele erreichen können, die du erreichen willst, mit einer Saatgutbehandlung aus Spurenelementen und Biostimulanz sind und die auch individuell sein können. Unser Jastoco-Programm zielt darauf ab, auf deinen Betrieb spezifisch, auf deine Anforderungen spezifisch eine Mischung mit dir gemeinsam zu entwickeln und zu produzieren. Das Ganze geht auf 25 Hektar. Diese alle unsere Mischungen, da überlegen wir uns natürlich sehr, sehr viel, was die Saatstärke betrifft. Und all diese Parameter laufen da im Hintergrund mit und unsere Empfehlungen basieren auf diesen wissenschaftlichen Studien und unseren Erfahrungen. Wenn du da Interesse hast an unseren Zwischenfruchtmischungen, dann schau auf unsere Website www.farmtofarm.eu. Ich würde mich freuen. Jetzt geht's weiter. Ganz interessant ist es, dass sich wenn wir nochmal zur oberirdischen Biomasse zurückkommen wollen, dass diese Biomassekurve nicht nur bei der Erhöhung der Saatstärke dann flach läuft, sondern sogar irgendwann abfällt. Da gibt es eine ganz interessante Studie, die man vielleicht analog nehmen kann zum Mais, weil beim Mais gibt es halt unheimlich viel Forschung und Untersuchung dazu, weil es ein Riesengeschäft ist und viele Züchter dahinter sind. Und da zeigt sich, ich blende das hier ein, zeigt sich eben eine Kurve, die abhängig von den Körnern pro Quadratmetern, in dem Fall sind es jetzt der Körner pro Acre, das heißt, das muss man multiplizieren mit 2,5, glaube ich, oder so. Ich blende dann im Video die richtige Zahl ein, mit der man es multiplizieren muss, ist jetzt aber im Detail nicht so wichtig. Wir sehen, dass so ab einem gewissen Punkt die höchste Biomasse über der Erde des Maises erreicht wird. Das ist bei um die 75.000 Körnern. Dann entwickelt sich das noch leicht nach oben. Das ist auch abhängig vom Standort. Das muss ich dir nicht erklären. Aber ganz interessant ist, irgendwann kippt es dann und je mehr ich dann aussehe, fällt dann die Biomasse sogar wieder ab. Das heißt, überirdische Biomasse hängt nicht wirklich in einer Bandbreite von, sagen wir mal, 75, 80 bis 120% hängt da kein positiver Effekt dran, wenn man eben die Saatstärke erhöht. Aber es ist ja eigentlich in vielerlei Hinsicht wichtiger, was unter der Erde passiert. Wenn wir uns Zwischenfrüchte anschauen, sollen wir die ja nicht mit den Augen einer Kuh betrachten, sondern eher den nicht vorhandenen Augen eines Regenwurms. Das heißt, wir wollen eigentlich unter der Erde Biomasse bilden. Denn unter der Erde Biomasse bilden bedeutet Humusaufbau, bedeutet Kohlenstoff in den Boden reinbringen, bedeutet eine gute Durchwurzelung, bedeutet Bodenverdichtungen reduzieren, bedeutet Bodenstrukturverbesserung, mehr Wurzeln, bedeutet auch mehr Mikrobiologie. Das heißt, wir wollen mit einer Zwischenfrucht so viel wie möglich Biomasse unter der Erde haben. Und hier ist es ganz anders wie bei der überirdischen Biomasse. Da gibt es jetzt keine expliziten Studien zu Zwischenfruchtarten, weil es da einfach wenig Forschung dazu noch gibt. Aber wir können hier auch analog von anderen Pflanzenarten, zum Beispiel dem Winterweizen. Hier hat man sich auch angesehen, wie sich die Root Length Density, das ist ein Parameter, um die Wurzelmasse unter der Erde zu messen, wie sich diese Root Length Density im Verhältnis zur Saatstärke, zu den Körnern pro Quadratmeter entwickelt. Und da schauen wir uns in dem Fall jetzt diese schwarzen Kurven an, die beiden dunklen, schwarze und graue Kurve. Diese beiden Kurven sind verschiedene Sehtechniken. Das ist aber egal, denn sie zeigen beide die gleiche Tendenz und die gleiche Richtung. Je höher die Saatstärke ist des ausgesäten Winterweizen, desto mehr Wurzeln unter der Erde habe ich. Root Length Density bedeutet die Gesamtlänge an Wurzeln pro Kubatur Boden. Das heißt, man nimmt sich eine gewisse Menge an Boden, ein gewisses Volumen an Boden und misst dann die Gesamtlänge der Wurzeln der Weizen
Pflanzen. Und die Gesamtlänge, dividiert eben durch dieses Volumen, ist diese Root Length Density, also ein Indikator dafür oder ein Parameter dafür, wie viel Wurzelmasse gebildet wird. Und da zeigt sich eben ganz klar, dass mit einer höheren Saatstärke des Weizens mehr unterirdisches Wurzelwachstum passiert. Ich habe einfach mehr Pflanzen pro Quadratmeter und damit aber auch offensichtlich den Anreiz, mehr Wurzelmasse in Summe zu bilden, wie mit weniger Pflanzen pro Quadratmeter. Das heißt, für diese ganz, ganz vielen wichtigen Ziele einer Zwischenfrucht, wo es um die unterirdischen Funktionen geht, ist eine höhere Saatstärke sehr, sehr sinnvoll. Ich würde jetzt natürlich auch hier in einem Rahmen bleiben und sagen, okay, wir erhöhen die Saatstärke relativ zur Angabe eines Herstellers jetzt zum Beispiel um 25%, um 30%, 35%. Wir sprechen da ja immer um eine relative Erhöhung. Wir wissen also, dass eine Erhöhung der Saatstärke viele Funktionen und Ziele, die wir mit einer Zwischenfrucht unter der Erde erreichen wollen, erhöht werden können, weil eben mehr Wurzelmasse unter der Erde passiert. Ein Aspekt, der vielleicht doch zu berücksichtigen ist, der Sätermin. Grundsätzlich hat der Sätermin natürlich eine Rolle auch in der Saatstärke. Das kennt man ja auch bei den Hauptkulturen. Das heißt, je später man in der Aussaat kommt, in der geplanten Aussaat der Mischung und der empfohlenen Saatstärke oder der Zwischenfrucht eben, je später man kommt, desto höher sollte man die Saatstärke machen, um eben ein ausreichendes, rasches Etablieren zu verbessern. Aus meiner Sicht bedeutet das aber nicht, dass ich, wenn ich in die andere Richtung gehe, wenn ich also die Mischung früher aussehe als geplant, also um bei einem konkreten Beispiel zu sein, die Zwischenfruchtmischung oder die Zwischenfrucht soll geplantermaßen Anfang August gesät werden, mit einer gewissen Saatstärke. Ich sehe sie aber schon Ende Juli oder Mitte Juli. Dann bedeutet das aus meiner Sicht nicht zwingend, dass man mit der Saatstärke runtergehen soll oder dass das klug ist, denn gerade bei so einer frühen Aussaat, wo es dann durchaus aufgrund der Hitze mal stressig werden kann, ist schon alleine aus dieser Perspektive heraus die gleich starke Sehstärke sinnvoll. Aber auch eben um das rasche Etablieren und die davor genannten Vorteile einer entsprechenden höheren Saatstärke zu gewährleisten, würde ich bei einer früheren Saatstärke nicht zwingend nach unten gehen. Anders ist es, wenn ich dann später komme zum geplanten Sätermin. Das heißt, wenn ich jetzt, wie gesagt, Anfang August geplant habe, die Saatstärke für Anfang August angegeben ist und ich dann aber schon Richtung Mitte oder Ende August, 20. oder 25. August komme, da würde ich es dann schon erhöhen, um eben aufgrund der kürzeren Vegetationszeit schon, aufgrund der kürzeren Tageslängen und kühleren Temperaturen die Saatstärke ein Stück weiter nach oben heben. Jetzt habe ich schon ganz kurz angesprochen, das Thema der Saatstärke bei den Mischungen. Bei den Mischungen per se ist es ja noch viel komplexer. Es gibt ja grundsätzlich Angaben vom Hersteller, von uns zum Beispiel auch, wo wir sagen, okay, die Saatstärke für diesen Termin. Wir berücksichtigen natürlich da schon in der Konzeption diese relativ höhere Saatstärke. Wenn du sagst, okay, ich möchte die Mischung am 5. August, am 10. August oder Mitte August aussehen, dann in der Konzeption der Mischung, wenn ich das mache, berücksichtigen natürlich schon eine relativ höhere Saatstärke. Das heißt, da ist es ja dann bei uns nicht notwendig, dass du das dann erhöhst. Außer du kommst eben, wie gesagt, zu einem späteren Termin. Grundsätzlich ist es aber so, dass die allgemein die Berechnung oder die Festlegung einer Saatstärke einer Mischung gar nicht so einfach ist, weil das natürlich ein komplexes Zusammenspiel, eine Interaktion von verschiedensten Pflanzenarten ist und es nicht so eine lineare Entwicklung ist, wie wenn du 5 Kilo Gelbsenf, 10 Kilo Gelbsenf, 20 Kilo Gelbsenf anbaust, dann werden sich natürlich, um bei diesem einfachen Beispiel zu bleiben, werden sich natürlich die Gelbsenfpflanzen anders entwickeln. Wie gesagt, die Gesamtbiomasse wird sich nicht großartig verändern. Die Pflanzen werden dünner werden, es werden einfach mehr Pflanzen pro Quadratmeter stehen, viele dünne, beziehungsweise bei weniger Saatstärke breiter etablierte. Bei der Mischung ist es aber anders, weil da kann ich, um bei diesem Beispiel zu bleiben, wenn ich in einer Mischung ein kleines Stück Gelbsenf dabei habe, mit der empfohlenen Saatstärke funktioniert das, der Gelbsenf wird nicht dominant, wächst. Wenn ich dann aber die Saatstärke erhöhe, dann kann es irgendwann kippen und dann relativ so viel Gelbsenf in dieser Mischung sein, dass der dominant wird und alle anderen Pflanzen unterdrückt wird. Das heißt, die Konzeption und Zusammenstellung der empfohlenen Saatstärke einer Mischung, die hängt viel auch von Erfahrung ab und davon, wie das Ganze miteinander funktioniert, wie die Pflanzenarten miteinander funktionieren. Und es macht nicht Sinn, die Saatstärke einer Mischung jetzt zu verdoppeln, weil man glaubt, okay, man möchte es besonders gut machen. Wenn ich Saatstärken einer Mischung erhöhe, weil ich später dran bin oder weil ich die Erfahrung gemacht habe im letzten Jahr, dass ich mit der Etablierung nicht ganz so zufrieden bin, ich möchte die Etablierung erhöhen, dann soll ich das stückweise machen. Das heißt, da reden wir über 10, 20, 25, vielleicht mal 30% oder vielleicht 40%, wenn ich später dran bin. Eine Verdopplung einer Saatstärke führt vielleicht oder mit hoher Wahrscheinlichkeit nur dazu, dass einzelne Pflanzenarten komplett unterdrückt werden.
Das heißt, welche Auswirkungen hat die Saatstärke auf die Zwischenfrucht? Was ist die richtige Saatstärke? Eine Zwischenfrucht pauschal nie eine klare Antwort zu geben, aber es zeigt sich schon, dass viele Parameter oder Ziele, Zwecke und Funktionen einer Zwischenfrucht besser erfüllt werden können, wenn ich ein Stück weit mehr aussehe. Wie gesagt, ich rede nicht von einer Verdoppelung, sondern von einer tendenziell etwas stärkeren Aussaat, um eben vor allem unter der Erde meine Ziele optimal zu erreichen. Also ich hoffe, dass du aus diesem Video was mitnehmen können. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald. Entschuldigung, dass ich so viel huste. Wenn dich das Thema interessiert und wenn sich Ackerbau, der nachhaltig und profitabel ist, interessiert, wenn das dein Thema ist, dann abonniere doch gerne unseren Kanal.